Hey, neulich fragte eine Bekannte, ich bin doch so spirituell. Warum glaube ich denn, dass es keine Reinkarnation gibt? Und ich wollte meine Gründe hier in Kürze nochmal aufzählen. Ich hatte das zwar schon mal gemacht in einem anderen Video, aber ich muss es nochmal zusammenfassen. Und zwar in einer möglichst bündigen Form. Also erstens habe ich selber keine Erfahrung darin zu sagen, ich wäre wiedergeboren aus irgendeinem anderen Leben. Das ist also mein erster Grund. Ja? Wenn ich es hätte, wenn ich eine solche Erinnerung hätte, ich war mal dieser oder jener, dann wäre die Sache schon mal ganz anders natürlich. Aber so ist es nicht. Ich selber weiß davon nichts. Zweite Sache ist, dass ich vielmehr die Erfahrung mache, dass ich jeden Abend einschlafe und sagen kann, was dann am nächsten Morgen mir noch in Erinnerung ist meistens nicht so viel. Ich vergesse eben viel. Und warum soll ich denn nun von einem Tag auf den anderen die Dinge vergessen? Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was hatte ich gestern zum Mittag? Ich weiß es gar nicht zum Beispiel. Oder vorgestern zum Beispiel. Gestern wüsste ich es noch. Warum soll ich also jetzt von einem Tag auf den anderen die Dinge vergessen? Aber was vielleicht Jahrhunderte zurücklag, das weiß ich dann noch. Das ist mein zweiter Grund. Der dritte Grund ist, dass ich sage, das hat eine gewisse Unwahrscheinlichkeit, dass die Leute, die wiedergeboren werden oder sagen, sie wurden wiedergeboren, immer sagen, sie sind wiedergeboren von einem Menschen wie König Richard so und so oder Merlin oder zum Beispiel König Artus oder so. Also sprich irgendwelche bekannten Figuren der Geschichte. Na, wobei man natürlich nicht weiß, gab es den König Artus überhaupt oder Merlin. Und ich hatte da mal nachgerechnet und werde das hier einblenden. Es gab also in der Geschichte der Menschheit, die letzten 2.000, 3.000 Jahren, so und so viele Milliarden Menschen, vielleicht 20 oder so. Ich werde es nochmal einblenden. Und ich kenne davon eine gewisse Anzahl. Ich kenne jetzt mit Merlin und mit Artus und so weiter, kenne ich vielleicht 500 Namen und Personen, nehme ich mal an. Und ich hatte das ausgerechnet, es ist ein ganz, ganz geringer Prozentsatz. Und ausgerechnet aus diesem super geringen Prozentsatz stehen nun die Reinkarnierten wieder vor uns und sagen, da sind sie wieder, sie waren vorher das und das. Und da sage ich, das ist also der dritte Grund, weshalb ich das nicht glauben kann. Und der vierte Grund ist, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass ich bin ja spirituell, ja. Ich bin auch Spiritualist. Ich glaube, alles ist Geist. Das heißt aber bei mir nicht, dass ich glaube, dass alles der menschliche Geist ist oder so. Das ist nicht der Fall, sondern für mich ist alles Geist, was hier im Rund zu sehen ist. Also der Mensch und seine Welt. Alles ist Geist. Und das bedeutet dann wieder, dass der menschliche Geist bloß ein kleiner Teil ist eines größeren Geistes. Und insofern erschließt es sich mir nicht, dass nun jemand die Frage stellt, wenn jemand spirituell ist, dann muss er doch an Reinkarnation glauben. Nee, so sehe ich das nicht. Sondern wenn jemand spirituell ist, dann ist da jemand, der eine gewisse Geistigkeit hat, der also über Dinge nachdenkt, der vielleicht philosophisch ist, der in sich horcht, der achtsam ist gegenüber seinen Gefühlen, der sich hinterfragt, dauernd hinterfragt. Das ist also das, was man überhaupt dauernd macht, sich hinterfragen, warum ist das so, warum ist dies und jenes so. Und dann wieder muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu lange macht, weil der Geist hat ja auch die Eigenschaft, Dinge zu erschaffen.
Und du kannst, wenn du deine Gedanken zu lange auf dir selbst ruhen lässt, dann auch wieder Probleme tausenderlei Art schaffen. Und das ist also meiner Ansicht nach zum Beispiel das Wesen des Buddhismus, dass er dies erkennt und dass er dies vermeidet, indem also die Stille gesucht wird, die Leerheit. Deshalb ist also das für mich der vierte Grund, weshalb ich nicht automatisch an Reinkarnation glauben kann. Nun, fünftens ist es aber so, dass ich denke, weil das Universum ja ein Bewusstsein ist und da ein Bewusstsein immer auf psychologischem Wege erklärbar ist, weiß man auch oder beziehungsweise weiß ich, dass das Bewusstsein jede Form annehmen kann. Das heißt, man kann an alles glauben. Und ich habe das selber auch gesehen und erlebt und über viele Jahre begleitet. Wir hatten das in der Familie, dass man sehen kann, dass das Bewusstsein jede Form annehmen kann. Jeder Glaube kann zu einer Realität werden. Und man mag es dann krankhaft nennen oder nicht, aber ich meine, wenn man das so lange gesehen hat, dann weiß man auch, dass letzten Endes alle Menschen so funktionieren. Dass sie eine bestimmte Welt haben, einen bestimmten Glauben. Ich hatte das neulich in dem Video Ich-Universum. Wir haben alle unser eigenes Ich-Universum und wir haben eine gewisse Abgeschlossenheit darin. Das heißt, wir können Informationen von außen nicht anders aufnehmen als mit den Mitteln, die wir sozusagen in uns haben, mit dem Verständnis, was bereits in uns ist. Das ist also das Wesen dieser Kommunikation. Und ich habe also gesehen, das Bewusstsein kann jede Form annehmen, also auch die, dass man sagt, man sei wiedergeboren. Und innerhalb dieser Realität gibt es nun nichts zu deuteln, es gibt nichts zu bestreiten und so weiter. Und da es die Welt nach meiner festen Überzeugung nicht in einer objektiven Form gibt, sondern nur in einer gedachten Form. Und das, was wir objektiv nennen, das ist das, was oft gedacht wird. Es ist sozusagen ein Mittel aus vielen Gedanken. Daher würde ich das also niemals bestreiten, wenn jemand sagt, er sei reinkarniert. Sondern für mich hat das eine Wahrheit, die innere Wahrheit, die jemand hat. Das ist für mich also gegeben und es ist weder Grund, sich darüber lustig zu machen, noch darüber lange zu philosophieren, es wäre nicht so oder so, sondern eher dem Grundsatz gehorchend, die Dinge sind immer das, was du darin siehst. Ja, und das war nochmal eine Zusammenfassung zum Thema Reinkarnation. Bitte liked und subscribed, ich würde mich sehr freuen und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.